Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem neuen Speed CS Set. Leider keinem neuen Event. Ein paar neuen Features und dem 2024 FEC PvP Finals Ankündigungspost. Zuallererst das neue Set. Das ist das Overwall Set. Und aus irgendeinem Grund hat man einen RGB-Lautsprecher in diesem Set dabei. Oder hat dieses Set einen RGB-Lautsprecher? Ich habe keine Ahnung, warum, ehrlich gesagt. Vor allem sieht auch eigentlich fast... Also ich weiß nicht, ob das dann einfach nur daran liegt, dass es Screenshots sind oder ob die alle gleich aussehen, weil letztendlich sind das ja eigentlich immer ungefähr die gleichen Farben. Nur die Zusammenstellung ist immer so ein kleines bisschen anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einfach animiert ist und die Farbe wie eine Lavalampe oder so quasi ändert oder so. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein wildes CS-Set, weil es halt einfach echt nur so ein Dude ist mit so einem, Overall oder halt Dude oder Lady. Keine Ahnung. Ziemlich schlicht, sag ich mal. Interessantes CS-Pad mit diesem Frosch, das ist ganz interessant, aber wie gesagt, jetzt nicht so mein Fall. Dann haben wir eben diese Minor Fixes bzw. Änderungen. Fixed an issue where the additional attendance coupon was not consumed if used exactly on midnight. Also Leute, die es ganz eilig hatten da wohl Probleme. Dann die große Ankündigung von Ketraias. Fixed an issue where the Eastern Warrior Horse's animation did not play correctly. Also ich muss zugeben, ich habe das Horse schon mehrfach in-game gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass es überhaupt irgendeine Animation hatte. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier der richtige Ausdruck ist, aber okay. Und fixed an issue where new friends could visit personal house but not after relogging. Ja. Und die Generate Changes. It is now possible to rename an advanced party anytime. Also ihr könnt jetzt jederzeit euren Partynamen ändern, was eigentlich nicht wirklich so eine heftige Änderung ist, aber es gibt ja doch Leute, die ihre Party für bestimmte Zwecke nutzen, also beziehungsweise halt auf Filler auch angewiesen sind oder so, oder vielleicht sogar Filler suchen. Also damit kann man jetzt seinen Partynamen halt wirklich auch über das Party-Suche-Fenster, sieht da jeder den Partynamen, sofern man das so eingestellt hat, kann man jetzt quasi nutzen, um dann halt entsprechend Leacher zu suchen, Werbung zu machen, Bedingungen der Party zu stellen und die auch zu ändern dann, während die Party schon existiert und so weiter. Also es ist jedenfalls nicht schlecht. Und dann gibt es noch einen neuen Button to initiate a ready check for your party in the party window. Das kann ich euch kurz zeigen. Ist grundsätzlich eigentlich ganz interessant. Das ist jetzt hier unten. Und da klickt man drauf. Are you sure you would like to initiate a ready check? Yes. Und dann hat man jetzt hier drüben dieses Fenster. 2 Minuten Zeit hat jetzt jeder, um hier einmal auf Ja oder Nein zu drücken. Und du kannst da dann auf Is not ready klicken oder das halt ändern auf Ja oder Nein im Endeffekt. Ist ganz interessant grundsätzlich. Also ich meine, es ist halt ein Feature, was vor allem aus anderen Spielen natürlich bekannt ist. Oder ich meine, es gibt ja Spiele, wo du auch tatsächlich das Spiel nicht starten kannst, bis nicht jeder ready gemacht hat oder so. Ist es in Flive natürlich nicht so, das hat keinerlei Auswirkungen auf irgendwelche Content-Sachen oder so. Aber es ist halt zum Beispiel, wenn du jetzt mit Leuten farmst, die du halt nicht kennst oder mit denen du halt auch nicht in der Gilde bist oder so, also random Leute, kann man das halt zum Beispiel nutzen, um zu sagen, are you ready for the dungeon? Und dann kann halt jeder Ja klicken. Gut, letztendlich, ob das wirklich so viel bringt, sei mal dahingestellt. Das ist trotzdem ein ganz nettes Feature. Ich persönlich denke aber nicht, dass man es so viel benutzen wird. Und dann haben wir noch die genauen Details zu den FEC 2024 PvP Finals. Interessiert jetzt die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht so sehr, aber was wir jetzt auf jeden Fall bestätigt bekommen haben, ist das Datum, die Uhrzeit, wo es stattfindet, welche Sprache und wie das Ganze so ungefähr ablaufen wird. Ich dachte, wir gucken uns das einfach auch noch kurz mit an. Und zwar findet das Ganze statt am 12. Oktober, ist ein Samstag, um 9 Uhr deutsche Zeit, also UTC plus 07 Uhr, ist für uns 9 Uhr quasi. Und in den Philippinen ist es 15 Uhr nachmittags. Gut, wo es stattfindet, ich denke nicht, dass es irgendjemand von uns kennt. Music Hall Special Stage in Mall of Asia in Manila. Aber ja, keine Ahnung, wo das ist oder was das ist. Noch nie gehört. Flive Universe Official YouTube und Twitch sind die Orte, wo es gestreamt wird. Mir wurde auch bestätigt, steht jetzt hier tatsächlich nirgendwo, aber mir wurde bestätigt, dass der Livestream auch definitiv in Englisch sein wird. Also nicht auf Tagalog oder nicht in Philippinisch, sondern auf Englisch. Ich weiß nicht, ob Playback dann nochmal einen separaten Livestream haben wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, sie haben eine Watch Party, die definitiv nicht in Englisch sein wird. Aber die offiziellen Streams sind wohl in Englisch tatsächlich. Dann die Finalist-Teams. Ist jetzt auch wieder so ein bisschen kryptisch. Da gab es ja vor ein paar Tagen schon diese kryptische Nachricht mit dem,
dass irgendwelche Teams wohl gegen die Regeln verstoßen haben und ausgeschlossen werden. Welche Teams das genau waren, oder wenn Teams gegen die Regeln verstoßen, dass sie ausgeschlossen werden, aber es hat sich schon so angehört, als gäbe es da schon Regelverstöße, die wohl gemeldet wurden oder beobachtet wurden. Auf jeden Fall, welche Teams da jetzt betroffen waren, ob da Teams aus den Top 6 dabei waren, weiß man nicht, wurde nicht gesagt. Die Top 6 standen zu dem Zeitpunkt des Posts auch noch gar nicht endgültig fest, also kann sein, dass welche dabei waren, kann sein, dass keine dabei waren. Trotzdem werden jetzt die Top 6 Teams immer noch nicht bekannt gegeben, weil hier jetzt die Teams quasi noch separat kontaktiert werden müssen, weil es geht ja quasi darum, dass die jetzt tatsächlich in die Philippinen reisen und die müssen jetzt ja ihre ganzen Informationen an Gala übermitteln, die kriegen ja dann Flüge gebucht und pipapo und genau, theoretisch könnte auch ein Team sagen, ja, wir wollen gar nicht hinfliegen, wir haben nur Just for Lloyds mitgemacht. Ist zwar eigentlich so, dass man das vorher schon hätte sagen müssen, aber wie gesagt, theoretisch könnte alles Mögliche noch passieren. Also welche Teams letztendlich dann tatsächlich dorthin fliegen, das wird erst irgendwann später bekannt gegeben. Gut, das ist jetzt für uns wahrscheinlich auch nicht so ultra interessant, I guess, aber ja, grundsätzlich weiß man jetzt auch noch gar nicht endgültig, wer tatsächlich mitmacht und wer nicht. Und dann, wie das Ganze ablaufen wird, noch kurz. Es ist Double Elimination und alles sind Best-of-One-Matches, außer das Final, das ist Best-of-Three. Das heißt, Double Elimination Best-of-One und Finale ist Best-of-Three. Das Ganze wird dann wahrscheinlich auch relativ lange dauern tatsächlich. Also die Leader von dem Team, also jedes Team muss wohl einen Leader bestimmen und die ziehen dann wohl ihren Gegner. Also das Bracket ist wohl dann randomized, also es gibt kein Seeding, also nicht, dass das erstplatzierte Team gegen das sechstplatzierte antritt oder irgendwie so. Scheint es wohl nicht zu geben. Und genau, Time ist auch relativ interessant. Setup 3 Minuten für Login, Personal Device, Seed etc. Also ich weiß nicht, ob das hinhauen wird, ehrlich gesagt, in 3 Minuten, wenn da quasi, also das erste Match okay, aber musst du es dir ja so vorstellen, da sind ja welche am Zocken, dann sind die fertig, gehen weg und dann musst du innerhalb von 3 Minuten online gehen, quasi dein Zeug anstecken, I guess, musst du wahrscheinlich auch noch, also steht da Personal Device dabei, also hast wahrscheinlich deine eigene Maus und Tastatur dabei, deinen Sitzhöhe einstellen und solche Sachen, etc. Dafür hast du 3 Minuten, das ist nicht viel. Und dann 1 Minute, bis man reingelassen wird in das PvP-Area, whatever. 1 Minute zur Vorbereitung, also I guess Power-Ups und so ein Zeug. Und 5 Minuten Game-Time. Also das ist schon sehr getaktet, aber wie schon gesagt, also ich persönlich denke schon, dass da noch viel Zeit extra drauf gehen wird. Ich meine, wenn irgendjemand Probleme beim Einloggen oder so hat, denke ich jetzt nicht, dass dann sofort heißt, ja gut, ihr habt verloren oder so. Also ich denke mal, da wird hier und da schon nochmal ein bisschen geguckt. Also ja, aber theoretisch dauert ein Match dann alles zusammen, wären das hier 10 Minuten. Aber wie schon gesagt, also ich persönlich gehe schon davon aus, dass das deutlich mehr sein wird. Außerdem Double Elimination mit 8 Teams, die jeweils alle mindestens 2 Matches spielen werden. Also allein da sind wir schon bei über 2 Stunden. Und ja, die haben ja noch gesagt, irgendwie es wird Interviews geben, eventuell es gibt Sponsoren, also wird es vielleicht auch, keine Ahnung, Ad-Breaks geben, Interviews zwischendurch und so. Also wer weiß, wie lange das Ganze dauern wird. Wahrscheinlich relativ lang tatsächlich. Und ja, mal gucken. Und was der Preis davon ist, das wisst ihr bereits. Erstes Team kriegt $80.000, zweites Team $20.000, drittes Team 10.000, also natürlich immer gecuttet durch 4 dann. Und alle Teams kriegen einen Roundtrip Airfare to Manila und Hotel Accommodation during the Finals. Das heißt quasi, du kommst gratis hin, bleibst gratis dort und competest halt für die Cash Rewards. Im schlimmsten Fall hast du halt einen Gratis-Trip in die Philippinen gewonnen, einen Gratis-Kurzurlaub sozusagen. Und ja, gewinnst du dann kein Geld. Genau. Und ja, zum Backup, irgendwie am 2. Oktober wird das wohl gespeichert, der Charakter. Und mit dem Charakter oder mit dem Stand vom 2. Oktober müssen die dann antreten. Aber der Rest interessiert uns jetzt eigentlich nicht so sehr. Bis auf noch das hier. Coupon Code. Coupons will be available through official channel live streaming. Das heißt, die Livestreams anzugucken lohnt sich schon, weil es wird wie damals bei den Flive Universe Streams zum Reborn-Update Coupon-Codes geben, die man wahrscheinlich gewinnen kann über Teilnahme im Chat und so weiter. Genau, und da kann man dann irgendwelche Items kriegen für seinen Charakter, was natürlich nicht schlecht ist. Aber ja, das waren so grob mal die Infos. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Also ich habe es nochmal gefragt wegen Livestream und so. Genau, aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich am 12. Oktober um 9 Uhr mir das dann, keine Ahnung, wie lange reinziehe. Also wie gesagt, 3 Stunden wird es wohl Minimum gehen. Vermutlich eher so 4 oder 5, I guess, wenn da noch Ad-Breaks und Interviews und das ganze Zeug dazukommen. Also es ist dann schon ganz schön viel Zeit. Ja, mal schauen.
Aber es ist ja noch eine Weile hin. Es ist noch ziemlich genau 1 Monat jetzt. Und genau, da passiert ja noch einiges bis dahin. Das waren auf jeden Fall die Infos für heute. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.